Heute gucken wir uns an, wie man am besten Flive startet, wenn man nur mit zwei Charaktern spielen will. Einem Main Character und im besten Fall einem Zweitcharakter, einem Supporter, einem Ringmaster. In meinem perfekten Start haben wir mit 8 Charaktern gespielt. In diesem spielen wir nur mit 2 Charaktern. Ihr erstellt euch also 2 Accounts und loggt diese zusammen ein. Das heißt, ihr loggt auf einem Account euren Main Character, also euren Leveler ein. Das ist eine Klasse eurer Wahl, eure Main-Klasse sozusagen. Und auf dem zweiten Account loggt ihr euren Ringmaster ein. Das ist euer Supporter. Der wird erstmal Assist und dann später Ringmaster. Der erste Charakter wird was auch immer ihr wollt und später was auch immer ihr wollt. Der Main Character wird logischerweise die Monster töten, der Supporter supportet. Am Anfang kann man es übrigens so machen, wenn man vor allem eh nur 2 Chars hat, das heißt die Koordination da recht einfach fällt, kann man auch mit beiden Chars die Monster angreifen. Das ist noch so ein kleiner Trick 17 von mir. Also kann man, wenn man will, wenn man zum Beispiel 2 Monitore hat, müsste das eigentlich recht entspannt gehen, weil die Killtime am Anfang ist ja relativ schlecht. Und das heißt, man kann immer abwechselnd tanken, der eine tankt, der andere greift mit an und kann so die Monster ein bisschen schneller töten. Also vor allem bei den richtig low Monster bis Level 10 geht das eigentlich ganz gut, wo man auch nicht wirklich aufpassen muss, dass man stirbt, weil da geht sich das eigentlich meistens aus. Das ist noch so ein kleiner Tipp am Rande. Aber ja, man levelt einfach entspannt auf Level 15. Eure Party ist entweder auf Level oder auf Schaden. Spielt eigentlich keine wirkliche Rolle. Entweder erreichen beide Chars, wenn ihr sie auf Level gestellt habt, zeitgleich Level 15. Da hat man den Vorteil, dass man dann mit beiden die Jobquest zeitgleich machen kann. Also nicht zeitgleich, sondern nacheinander, aber halt man hat dann beide Chars auf Level 15 und wechselt den Job und hat dann diese Jobquests einfach aus dem Weg geschafft und ist fertig damit. Das finde ich persönlich ganz angenehm, aber ist nicht so wichtig. Also ihr könnt auch erstmal den einen Char, wenn ihr in der Party auf Schaden joint, weil wenn ihr mit 2 Charaktern unterwegs seid, könnt ihr natürlich auch in random Leute Partys joinen und dann Party-Skills genießen zum Beispiel. Also macht auch durchaus Sinn, diese Methode vorzuziehen. Dann droppt man auch mehr Quest-Items zum Beispiel, wenn die Party-Skills aktiv haben in der Party. Also hat beides seine Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Von dem her ist das nicht so wichtig. Das könnt ihr entscheiden, wie ihr wollt. Also entweder Party auf Schaden. Die Charakter werden deutlich unterschiedlich voneinander Level 15 erreichen, also mit einem großen Abstand. Oder Party auf Level, sie werden ziemlich genau zeitgleich Level 15 erreichen. Und dann hat man das quasi hinter sich. Was man hier noch beachten muss, ist natürlich auch wie bei 8 Charaktern, man darf natürlich niemals über die 19 Level hinauskommen. Also Beispiel, Leecher ist Level 10, Main Character ist Level 29, sofort alles stehen und liegen lassen, Party auf Level stellen, wenn ihr in einer Random Party seid, Party verlassen und eigene Party erstellen und den anderen Charakter wieder hinterherziehen, weil er eben niemals aus diesem 19 Level Bereich rausfallen darf. Sobald ihr ein Level zu hoch seid, 20 Level, könnt ihr ihn nicht mehr leveln und das ist sehr ärgerlich, vor allem bei einem Supporter, der in der Regel ja nicht wirklich dafür gedacht ist, viele Monster schnell zu töten. Ich meine, man kann mit Moonbeam hinterherziehen, ist jetzt kein Weltuntergang, aber es ist einfach nervig und kostet halt ein bisschen Zeit, wenn das passiert. Übrigens vergesst nicht, bis euer Assist Level 15 ist und buffen kann, beziehungsweise er muss ein bisschen höher sein, um buffen zu können, euch die Buffs vom Anfängerhelfer zu holen. Die sind zwar nicht besonders gut, aber sie sind eine ganz gute Starthilfe. Angriffstempo hier erhöht STA, Geschwindigkeit und Treffgenauigkeit. Es ist wirklich sehr wenig, es sind absolute Basics und das bringt gefühlt nicht so viel, aber bis man eigene Buffs hat, definitiv empfehlenswert. Und dann haben wir es eigentlich auch schon. Hier haben wir jetzt einen entscheidenden Unterschied zu dem gestrigen Video. Das kann man natürlich bei 8 Charaktern auch machen, aber bei 2 Charaktern ist es halt auf jeden Fall etwas, was man durchaus beachten sollte. Weil bei den 8 Charaktern hat man es ja so, man muss zwingend die Party auf Level stellen irgendwann. Deswegen ist da diese Mechanik nicht so wichtig. Ob man sie nutzt oder nicht, ist jedem selbst überlassen. Bei den 2 Charaktern ist es so, ich würde es dringend empfehlen, vor allem im Low-Level diese Mechanik zu nutzen. Die Mechanik, von der ich rede, ist die folgende. Und zwar, wenn man in einer Party ist, die auf Schaden gestellt ist, bekommen alle Mitglieder, die aktiv am Kampf teilnehmen, eine erhöhte XP. Diese erhöhte XP ist im Endeffekt gleichzusetzen mit der XP, die der Charakter bekommt, der Schaden austeilt oder sogar einsteckt, theoretisch. Das heißt, wenn ihr mit eurem Main Character gegen ein Monster kämpft und euer Assist, ist ja in der Regel immer ein Assist oder sollte immer einer sein, später Ringmaster, und der benutzt eine Heilungsfähigkeit auf euch, dann wird er aktiv als Kämpfer gewertet und bekommt einen extremen XP-Boost, so wie als hätte er mit dem Monster selbst gekämpft, also hätte er am Kampf teilgenommen. Er hat ja am Kampf teilgenommen mit Heilung und bekommt dann mehr oder weniger die volle XP. Und das bedeutet, euer Leecher
bei 2 Charaktern ist das ja doch recht einfach zu überblicken, logischerweise, weil ihr nur 2 Charakter steuert. Der wird euch niemals, also ihr werdet dem niemals davon leveln, wenn ihr euch immer wieder zwischendurch healt. Und die allerbeste Sache ist, Overheal zählt. Das heißt, selbst wenn ihr gar keinen Schaden genommen habt bei einem Monster zum Beispiel, weil ihr Fernkämpfer, Magician zum Beispiel seid, und das Monster euch gar nicht erreicht, bis es stirbt, selbst wenn ihr euch dann healt, ihr müsst euch übrigens immer nach jedem Monster wieder heilen, weil dieser Bonus, diese aktive Kampfteilnahme, die läuft relativ schnell aus. Also wenn man sicher gehen will, dass man immer den Bonus aktiv hat, muss man eigentlich bei jedem Monster mindestens einmal heilen. Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Und dann kann man dem eigentlich nicht mehr davon leveln, weil er hat dann immer einen erhöhten XP-Boost, kriegt genauso viel XP, wie als würde er tatsächlich aktiv mitkämpfen. Was er ja auch tut durch die Heilung, aber richtig am Kampf beteiligt, also technisch gesehen ist er eigentlich nicht, aber kriegt er trotzdem die erhöhte XP für die Heilung. Und das ist ziemlich nice, weil das heißt, mit 2 Charaktern muss man dann die Party niemals auf Level stellen. Und der Main-Character verzichtet niemals auf diese XP, also das heißt, euer Main-Character levelt in der Regel schneller, als wenn ihr mit 8 Charaktern unterwegs seid. Das ist hier der entscheidende Vorteil, man kommt wesentlich schneller auf ein höheres Level. Mit 2 Charaktern, ich meine, es macht auch irgendwo Sinn, wenn du 8 Charakter levelst versus 2 Charakter, dass man mit 2 Charaktern schneller ein höheres Level erreicht, macht durchaus Sinn. Und genauso ist es auch, wegen dieser Mechanik. Also ihr müsst niemals auf euren Leecher warten, sofern er Heilung einsetzen kann. Deswegen, wie gesagt, auch äußerst sinnvoll, dass man hier einen Ringmaster nimmt, weil der hier eben immer Heilung machen kann, euch sowieso die ganze Zeit supportet, euch sowieso die ganze Zeit hinterherläuft, eigentlich nicht auf dem Board sein sollte, sondern immer sowieso aktiv am Kampfgeschehen teilnimmt, vor allem als Ringmaster später mit GT und so. Also das ist wirklich eine coole Mechanik, die hier dafür sorgt, dass man mit 2 Charaktern echt einen entspannten Start hat. Und das Beste ist an der Sache, dass hier ja schon ab Level 15 funktioniert. Das heißt, sobald euer Assist Level 15 ist, könnt ihr eben im Endeffekt nicht mehr davon leveln, sobald ihr euch regelmäßig heilt. Es muss auch nicht bei jedem Monster theoretisch sein, wenn man darauf keinen Bock hat. Es reicht, wenn es einfach gelegentlich zwischendurch macht, dann bekommt man genug XP, um dem eigentlich nicht davon zu leveln. Ihr solltet es aber natürlich trotzdem sicherheitshalber im Auge behalten. Und das war eigentlich auch schon so der entscheidende Unterschied. Der Rest ist eigentlich ziemlich gleich. Bei den Quests hat man hier wieder die schwierige Entscheidung. Das ist eigentlich der einzige Nachteil, sage ich mal, an 2 Charaktern, dass man das, was ich gestern gesagt habe, also in dem letzten Video mit 8 Charaktern, das kann man hier jetzt nicht ganz so 1:1 übertragen. Also ihr könnt halt quasi sagen, okay, ich warte auf meinen Leecher wieder mit dem Main Character, dass ich jede Quest nur effektiv einmal mache, aber mit beiden immer die Belohnung kassiere. Am Anfang, ich meine bis Level 5, also diese Quests sind wir gestern schon durchgegangen, ihr seid ja quasi Instant Level 3, das ist ja sowieso, also hier, das ist diese Quest-Reihe Instant Level 3 ist jetzt eh ziemlich nice. Und dann die Level 5er Quest, ich meine, die sind ja ganz am Anfang, die kann man sowieso relativ zeitgleich machen. Das jetzt nicht, aber ich meine, nach Level 15 wird es irgendwann so sein, auch wenn ihr euch immer healt, ihr werdet nicht immer auf dem gleichen Level sein. Im Idealfall seid ihr unter Level 60 niemals mehr als 2 oder 3 Level auseinander. Das wäre so der Idealfall. Im allerbesten Fall sogar nur ein Level oder gar kein Level auseinander. Aber da muss man schon wirklich diszipliniert sein und wirklich immer healen. Das wird wahrscheinlich effektiv nicht funktionieren und der Leecher wird wahrscheinlich auch durchaus ab und zu mal sterben. Das gehört einfach dazu. Ist vollkommen egal. Auf jeden Fall, wenn ihr hier auch geduldig seid, dann würde ich persönlich sagen, macht die Quest mit dem Main Character erst, wenn der Leecher sie zeitgleich mitmachen kann. Das heißt Quest Level 35, Main Character schon 38, Leecher erreicht jetzt Level 35, Main Character macht die Quest erst mit 38 und Leecher macht sie zeitgleich, der auch 35 geworden ist, die Quest für Level 35 zusammen. Also immer, dass man sich die Questzeit quasi spart. Wenn man sie doppelt machen würde, müsste man Monster doppelt töten, müsste man Items doppelt sammeln. So kann man sich die Zeit quasi sparen. Funktioniert halt wie gesagt sehr gut, wenn man äußerst diszipliniert ist und sich immer wieder zwischendurch heilt. Wenn man einen recht großen Abstand zwischen den beiden Charaktern hat, dann wird man damit wahrscheinlich nicht sehr zufrieden sein, weil hier hat man halt nicht wirklich diesen Vorteil von extreme Questzeitersparnis, extreme doppelte Belohnung oder 8-fache Belohnung, weil man hat halt nur 2 Charakter. Das heißt, man spart sich nur die einfache Questzeit und wenn der eine Charakter dann quasi keine Belohnungen mehr bekommt, weil er viel zu hoch für die Quests ist, dann, naja, hat man jetzt nicht wirklich so viel davon. Außer, dass man halt mit dem schwachen oder schwächeren Charakter, mit dem schwächeren Supporter, da keine Probleme mit den Quests bekommt. Den Vorteil hat man an für sich schon noch, dass man sich von dem High-Level-Carry durch die Quests ziehen lässt. Aber
naja, ich würde persönlich trotzdem probieren, mit dem Main Character die Quests immer ein bisschen später zu machen und dass man sich dann trotzdem beide Quests zeitgleich gönnt. Und wenn man den Levelabstand nicht zu krass außer Kontrolle geraten lässt, dann kriegt der Main Character doch immer noch ziemlich gute XP, weil ein paar Level über dem Quest-Level zu sein ist nicht so schlimm. Es ist eigentlich immer nur so ab 10 Level über dem Quest-Level, da beginnt es dann wirklich deutlich weniger XP zu werden in der Regel. Wenn es jetzt nur so 2, 3, 4, 5 Level sind, dann ja, ist es meistens nicht so schlimm. Das Ganze gilt aber übrigens nicht für Questverwaltungsquests, also muss ich ja auch nochmal betonen, Questverwaltungsquests sind ja unabhängig davon, weil da müsst ihr ja zum Beispiel Item X sammeln, 50 Mal, und die müsst ihr ja quasi doppelt sammeln, weil wenn ihr die Items abgebt, sind sie weg und die kriegt ihr dann natürlich logischerweise nicht bei beiden Charaktern. Also zum Beispiel Card Puppet droppen Clockheart als Quest-Item, das ist eine Quest für Level 41 und wenn ihr diese Quest bei beiden Charaktern machen wollt, müsst ihr die Quest-Items doppelt sammeln und dann könnt ihr die Quests auch auf unterschiedliche Level abgeben. Das ist zum Beispiel egal, also das spielt dann quasi keine Rolle, aber bei allen anderen Quests, wo ihr bestimmte Quest-Monster töten müsst oder bestimmte Quest-Aufgaben erledigen müsst, das sind dann in der Regel die Quests, wo ihr warten solltet. Und dann hier auch wieder die Quest-Übersicht zusammen mit den Monstern für die beste XP. So als kleine Starthilfe, wer da wie gesagt gar keinen Peil hat, was er am Anfang machen sollte, ist es so ein kleiner Richtwert, wo sich vor allem, wenn man halt keine guten Buffs hat, lohnen kann, wenn man sich ein bisschen durch die Monster durchstruggelt, wenn sich das alles so langsam und schlecht und ätzend anfühlt, dann ist das so eine kleine Empfehlung. Müsst ihr euch nicht dran halten, wie gesagt, ist immer auch davon abhängig, sammelt ihr die Quest-Items. Bei 2 Charaktern übrigens, also ich habe in dem letzten Video gesagt, zum Beispiel diese Anfangsquests 8-mal zu sammeln ist ziemlich unmöglich und das ist auch so, also das ja, ist ein bisschen ätzend. Bei 2 Charaktern ist es so, da würde ich eigentlich schon sagen, also vielleicht nicht unbedingt jede, ja, wenn ihr eine auslasst, ist nicht so schlimm, aber hier würde ich eigentlich schon sagen, die Quest-Items, die man dafür braucht, sind ziemlich wenige, also selbst auf Level 15 braucht man nur 5 Taran Root und die geben 35%, also ich würde sagen, mit 2 Charaktern 10 Taran Root zusammen, bis Level 15 zum Beispiel, oder auch, ich meine, man kann sie auch noch mit Level 15 sammeln oder auf Level 16 theoretisch, also das würde ich schon sagen, das geht in der Regel sehr schnell, vor allem wenn in einer Random Party joint mit Party Skills sollte das extrem schnell gehen und dafür ist die XP dann schon ziemlich gut, mit 2 Charaktern das Ganze zu machen und wenn der Leech halt noch nicht auf dem Level von der Quest ist, dann habt ihr die Quest-Items halt schon mal vorgesammelt und wenn er dann das Level erreicht, gebt ihr sie halt rückwirkend quasi auch mit dem Leecher ab, also das sollte eigentlich ganz gut funktionieren und das würde ich tatsächlich in jedem Levelbereich sagen, also das würde ich schon ein bisschen drauf achten, die geben ganz gut Penya, die geben auch teilweise Refresher und so, also die lohnen sich am Anfang schon, vor allem wenn man nur so wenig dafür machen muss. Zusammenfassend kann man also sagen, es unterscheidet sich tatsächlich doch deutlich von der anderen Spielweise. Es sind zwar hauptsächlich kleinere Details, der größte Unterschied ist halt quasi das mit der Party-Einstellung permanent auf Schaden, dass man quasi niemals auf Level wechseln muss, das ist eigentlich der größte Unterschied und eben diese Mechanik mit dem Heilen, dass man sich so easy auch mit Overheal im gleichen Levelbereich ungefähr aufhalten kann und nur eine sehr schwache Differenz zueinander aufbaut, obwohl der Main Character trotzdem die volle XP bekommt. Also das ist wie gesagt eine ziemlich coole Mechanik. Das heißt, man könnte auch theoretisch sagen, man hat als 2-Char-Party sozusagen oder als 2-Char-Team hat man halt diesen Vorteil, dass man halt deutlich schneller ein hohes Level erreicht. Mit der anderen Vorgehensweise hat man andere Vorteile meiner Meinung nach, von dem her gleicht sich das dann ein bisschen aus. Aber wie gesagt, wer jetzt eher den klassischen Weg gehen möchte, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Und das hier ist wie gesagt das Wichtigste, was man wissen muss. Party muss man nicht auf Level stellen, einfach auf Schaden machen und sich healen und das war's. Und Healen ist ja sowieso geil, weil Healen spart Food, sorgt dafür, dass man weniger stirbt. Also ich meine, es ist sowieso sinnvoll, dass man sich healt und hier profitiert man dann quasi doppelt davon. Aber das zu wissen ist halt sehr wichtig, dass man das immer wieder neu aktivieren muss, weil dieser Boost, der hält immer nur ganz kurz. Deswegen würde ich ihn immer wieder neu aktivieren mit dem Heilen. Also einmal overhealen, dann eine halbe Stunde nichts machen, bringt nichts, das läuft sehr schnell aus und dann zählt das quasi nicht mehr. Das muss man wirklich permanent wieder aktivieren, damit dieser XP-Boost aufrecht erhalten bleibt. Und ja, ich hoffe, das war's so. Das waren wieder so die Basics. Die Questliste verlinke ich euch wieder in der Beschreibung, die ich euch gerade gezeigt habe hier mit meinen außerordentlichen krassen Paint-Skills. Ja, die ist ziemlich hilfreich. Da könnt ihr euch immer angucken, was es für Belohnungen für Quests gibt. Will ich die Quest machen, will ich sie nicht machen. Vor allem Chain-Quests lohnen sich in der Regel, weil sie am meisten Inventarplätze geben zum Beispiel. Und Questverwaltungsquests, wie gesagt, mit 2 Charaktern tatsächlich schon von Anfang an den Fokus drauf legen, weil mit 2 Charaktern sind die Items halt sehr leicht zu bekommen
Ganz anders als mit 8 Charaktern, wo das schon deutlich schwieriger ist, alle Items einfach mal so nebenbei zu farmen, weil man eben alles 8-mal farmen muss. Hier in dem Fall nur 2-mal und das ist deutlich leichter machbar. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich bin mir sicher, ich habe irgendwas vergessen, deswegen schreibt es einfach in die Kommentare. Ich helfe euch gerne weiter und wir sehen uns im nächsten Fly of Universe Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.